Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns einen ganz besonderen Vortrag angucken, und zwar den ich bei der Gamescom gehalten habe für die Firma Bertrand. Wer dort war, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch. Es war wirklich eine super Sache, dass ihr alle gekommen seid, und es hat mich sehr gefreut, dass ihr auch so interaktiv mitgemacht habt und vor allem euch auch so beteiligt habt. Ich habe Leute kennengelernt, mit denen ich bisher nur online geschrieben habe. Es war wirklich sehr, sehr schön, und dafür möchte ich euch nochmal ganz herzlich danken. Für alle, die nicht dort waren, ja, es war schön und es war ein interaktiver Vortrag. Das heißt, das Ganze kann ich jetzt natürlich hier nicht machen. Ich kann euch hier quasi nur so eine abgespeckte Version zeigen, mit der ich quasi mit den Statistiken aus dem Vortrag, aus dem eigentlichen Vortrag bei der Gamescom dann ungefähr was gemacht habe quasi. Und ja, ich habe mir überlegt, wie ich das hier auf YouTube auch machen kann. Allerdings sind mir die Methoden nicht ganz so, sie sind für mich nicht ganz so angenehm gewesen. Ich kann euch quasi nicht sofort um Handzeichen bitten, sondern es dauert immer so eine Weile sozusagen. Das heißt, die Umfragen brauchen eine Zeit. Und wenn ich da quasi jedes Mal 5 Minuten warten muss, dann ist das nicht wirklich sinnvoll, glaube ich. Es gibt natürlich bei Live-Videos oder Livestreams auch die Möglichkeit, Umfragen zu machen, aber die brauchen, wie gesagt, eine Zeit. Ich habe auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, quasi das Ganze vorher als Umfragen über YouTube-Textposts zu verfassen, aber dort ist dann natürlich auch immer das Problem, dass man dann eigentlich schon gespoilert ist, um was es so überhaupt geht. Und ich will euch quasi auf dem falschen Fuß mit diesem Vortrag erwischen, wie wir auch gleich noch sehen werden. Das heißt, sorry für das lange Vorgelaber und auch sorry, wenn ihr nicht bei der Gamescom dabei sein konntet. Es geht jetzt quasi los. Okay, zunächst einmal Machine Learning, erwartete und unerwartete Herausforderungen. Bertrand ist eine Firma, die macht was mit selbstfahrenden Autos, beziehungsweise generell mit in der Autoindustrie. Und die suchen natürlich dann händeringend Informatiker. Und ja, da könnt ihr euch auch ganz gerne mal bewerben, wenn ihr Bock habt. Aber auf jeden Fall wollen wir zunächst einmal erwartete Herausforderungen uns angucken, und danach wollen wir diese unerwarteten Herausforderungen, mit denen ich euch auf dem falschen Fuß erwischen möchte, genauer angucken. Okay, zunächst einmal, das Ganze ist quasi, wie geht man an eine KI ran? Das ist eigentlich relativ simpel, wenn man so möchte. Und zwar, wir gehen zunächst einmal ran, wir sammeln Daten, möglichst viele Daten, ja, möglichst aussagekräftige Daten für die echte Umwelt, und dann designen wir unser neuronales Netz. Da haben wir auch schon ein paar Dinge kennengelernt, also zum Beispiel das Deep Learning Studio, das ich euch ja vorgestellt habe. Wir haben schon kennengelernt, dass wir das mit PyTorch, mit TensorFlow, mit Keras, wir haben schon so vieles kennengelernt. Gut, natürlich nicht alles hier bei mir auf dem Kanal, aber einige Dinge habe ich euch auch schon gezeigt. Dann testen wir natürlich das neuronale Netz und gucken, wie gut das Ding eigentlich in der Praxis aussieht und wie gut es läuft. Und dann wollen wir das Ganze einsetzen und uns fällt auf, oh shit, wir haben einiges überhaupt nicht behandelt und überhaupt nicht dran gedacht, dass sowas vielleicht relevant sein könnte. Darunter zählt zum Beispiel, wenn wir jetzt speziell ans Autofahren denken, an selbstfahrende Autos, natürlich ist ein selbstfahrendes Auto nicht nur Bilderkennung, das dürfte klar sein, aber da zählt zum Beispiel auch noch rein, hey, wir wollen jetzt zum Beispiel in einem anderen Land als Deutschland selbstfahrende Autos haben. Dort sehen aber vielleicht die Schilder komplett anders aus. Das heißt, unsere KI muss nochmal von vorne trainiert werden. Ja? Also sie muss quasi mehr Trainingsdaten bekommen, auch aus anderen Ländern, nicht nur aus Deutschland oder in welchem Land auch immer wir dieses Ding designt haben. Dann wollen wir unsere KI bzw. unser selbstfahrendes Auto nach China oder nach Australien schiffen, ja? Oder auch einfach nur nach Großbritannien. Und haben dort plötzlich das Problem, die haben Linksverkehr. Das ist was komplett Neues. Und so sieht es dann quasi immer in der Praxis aus. Man merkt, man hat einige Dinge nicht behandelt, man muss nochmal nachlegen und nochmal nachlegen. Und das Ganze ist eigentlich ein iterativer Prozess, wenn ihr wollt. Das heißt, wir sammeln Daten, wir designen das Netzwerk, wir testen es, wie gut es ist, dann merken wir, wir müssen noch irgendwas verbessern. Wir sammeln wieder Daten, wir verbessern oder designen überhaupt unser neuronales Netz, wir testen es wieder mal, merken, da müssen wir noch was verbessern und so weiter und so fort. Und eigentlich ist das wie in der Softwareentwicklung ein niemals abgeschlossener Prozess, wenn ihr so wollt. So. Gucken wir uns aber zunächst mal den Schritt zu den Daten an. Und zwar, es gibt eigentlich immer noch den Grundsatz, there is no data like more data. Das heißt, wir brauchen Daten, und zwar viele Daten, wirklich sehr viele. Je mehr Daten wir haben, desto besser ist es eigentlich. Das bedeutet, wenn wir eine KI, die Schilder erkennen soll, auf 1000 Schilder trainieren, ist das gut. Wenn wir eine KI auf 100.000 Schildern trainieren, die Schilder erkennen soll, dann ist das definitiv besser. Denn dann können wir die Realität besser darstellen. Wir haben mehr Referenzdaten. Vielleicht ist das ein oder andere Schild von einem Baum verwachsen. Dann können wir damit besser umgehen. Vielleicht ist ein oder das andere Mal irgendwie
ein Lichtfleck im Weg, also quasi die Sonne spiegeln. Wir können es deswegen nicht richtig erkennen, aber die KI lernt dann natürlich mehrfach hinzugucken und sozusagen dann trotzdem das Schild irgendwann zu erkennen. All diese Dinge sind sehr, sehr wichtig und ja, wir brauchen das natürlich. Das heißt, wir müssen wirklich sehr viele Daten sammeln. Für selbstfahrende Autos, das ging eigentlich an das Publikum, da darf mal jeder gerade selber drüber überlegen, sozusagen, wo könnte man denn eigentlich am besten Daten für selbstfahrende Autos herbekommen? Die Antwort aus dem Publikum war, und dafür nochmal danke, Dashcams. Richtig, Dashcams sind eine super Sache eigentlich, denn damit kann man sehr viele Daten sammeln. Problem ist natürlich, eine Dashcam ist meistens im Auto drin, so ungefähr beim Spiegel oder so montiert oder vielleicht hinter dem Fahrer sogar. Und hat einen komischen Blickwinkel, wenn man das jetzt mal vergleicht mit einer Kamera, die zum Beispiel vorne an der Motorhaube irgendwie installiert wurde oder dort, wo die Lichter sind. Das heißt, wir haben einen anderen Blickwinkel und wir müssen wirklich jeden Blickwinkel eigentlich abdecken. Sonst könnte es sein, dass einfach dieser andere Winkel schon dazu führt, dass das Schild nicht erkannt wird. Und ja, da brauchen wir natürlich auch genug Daten. Und das heißt, wir müssen sehr, sehr viele Daten sozusagen zusammentragen. Ein weiterer Vorteil von selbstfahrenden Autos im Vergleich zu Menschen ist allerdings, wir können Kameras installieren, wo immer wir wollen. Das heißt, wir können auch Kameras hinter uns installieren. Wir können Kameras installieren, die gucken, ob uns der hinten dran jetzt gleich sozusagen auffährt. Da brauchen wir nicht einen Spiegel dafür, sondern da reichen 2, 3 Kameras hinten am Auto, super gut. Wir können Kameras vorne installieren, wir können Kameras an der Seite installieren. Und dadurch hat unser Auto deutlich mehr Augen, als ein Mensch das zum Beispiel hat. Also eigentlich nur vorteilhaft. So, jetzt habe ich natürlich bislang hauptsächlich über Bilderkennung geredet. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr, was man bei einem selbstfahrenden Auto irgendwie beachten muss. Aber Bilderkennung ist so ziemlich das, worin wir mittlerweile, also die KI, die wir schreiben, mittlerweile wirklich am besten sind. Texterkennung ist so mäßig, es funktioniert schon, aber es ist lang nicht so gut wie jetzt Bilderkennung. Denn bei Bilderkennung schaffen wir wirklich Fehlerraten unter 4%, wenn wir über 200 Kategorien oder 200 Kategorien haben in einem Bild zum Beispiel. Das heißt, wir haben nicht Hund oder Katze, wie wir das hier schon gemacht haben in der PyTorch-Reihe, sondern wir haben wirklich Sachen wie Hund, Katze, Elefant, Giraffe und noch 196 andere Tiere. Das heißt, wir haben wirklich sehr, sehr viel. Zusätzlich können wir zum Beispiel auch noch lokalisieren. Das bedeutet, wir können nicht nur sagen, was auf dem Bild ist, sondern auch, wo es auf diesem Bild ist. Wir haben Objekterkennung sogar im Video. Wir haben Szenen, die klassifiziert werden und noch vieles, vieles mehr. Und dabei haben wir Fehlerraten von unter 4%. Und das kann man vom Menschen nicht unbedingt behaupten, wie das nächste Beispiel zeigen soll. Das war jetzt eine interaktive Art und Weise daran zu gehen. Ich möchte mal, dass ihr das Ganze für euch sozusagen überlegt. Das heißt, ihr wertet jetzt aus, ist da ein Kaktus drauf oder nicht, für euch und macht eine Strichliste, wie oft ihr richtig liegt und wie oft ihr falsch liegt. Es gibt ein paar Beispiele hier und ich fand das wirklich angenehm zu sehen. Wir haben das interaktiv so gemacht, ich habe einfach alle abstimmen lassen, ob da jetzt ein Kaktus drauf ist oder ob da keiner drauf ist. Und dann hat man ja so eine grobe Prozentverteilung. Und ihr könnt das mal für euch alleine so beurteilen, wie viel Prozent ihr da richtig schafft. So, also das heißt, ist hier ein Kaktus drauf oder nicht? Einmal kurz nachdenken und sich überlegen, eine Strichliste herbeiziehen, mich vielleicht kurz pausieren und wir sehen, ja, da ist ein Kaktus drauf. Das nächste Bild ist das hier. Ist da ein Kaktus drauf oder nicht? Einmal kurz Strich führen und vielleicht auch mich wieder pausieren. Ja, es ist einer drauf. Hier, nein, es ist keiner drauf. Hier auch wieder, ja, es ist einer drauf. Da ist wieder keiner drauf. Dort ist keiner drauf. Dort ist, also auf dem Bild rechts oben sind wir jetzt, ist unerwarteterweise auch keiner drauf. Auf diesem Bild, da ein bisschen länger vielleicht drüber nachdenken, dort ist einer drauf. Und wir sehen, das Ganze ist wirklich brutal. Also ich persönlich hatte hier ungefähr eine Erkennungsrate von 50%. Das sind Luftbilder, die wir auch schon in unserem Kaktus-Projekt im Deep Learning Studio gesehen haben. Und hier geht es eigentlich nur darum, dass man erkennt, ob auf diesem Bild ein Kaktus drauf ist oder nicht. Sowas kann für die Umwelt wirklich relevant sein. Das heißt, man kann sehen, wie viel ist da eigentlich gerade drauf. Und solche Bilder werden von Satelliten geschossen. Aber ein Mensch ist nicht wirklich in der Lage, sie auszuwerten, während eine KI, die schafft dabei ungefähr 97%, wie auch in unserem Tutorial, das wir hier selbstständig gemacht haben. Also das war wirklich von uns angefertigt auf diesem Datensatz. Und das ist wirklich, wirklich viel. 97% heißt, ihr macht 97 Bilder richtig und 3 Bilder falsch. Und diese 3 Bilder, naja, die schafft ein Mensch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht. So, das ist Bilderkennung. Ja, da sind wir wirklich, wirklich gut schon drin.
Aber es geht noch viel, viel weiter als Bilderkennung, vor allem wenn wir selbstfahrende Autos betrachten wollen. Und zwar gibt es da eine interessante Webseite und da wir jetzt gerade alle online sind, können wir da einfach mal alle kurz drauf gehen. Die ist nämlich wirklich, wirklich gut. Und zwar moralmachines.mit.edu. Das ist vom MIT eine Webseite, die ein interessantes Gedankenexperiment weiterführt. Und zwar für wirklich selbstfahrende Autos. Wie? Das werden wir gleich sehen. Zunächst einmal, das Experiment heißt Trolley-Problem, ja, und geht tief in die Psyche von den Menschen rein. Und da möchte ich euch kurz auch auf diese Reise mitnehmen. Und zwar, wir haben hier einmal einen Zug, der angebrettert kommt. Man kann diesen Zug nicht anhalten, definitiv nicht. Man hat keine Möglichkeit, die Bauarbeiter zu warnen, die tragen Kopfhörer oder und haben nicht die Möglichkeit, wir haben keine Möglichkeit, sie zu kontaktieren. Wir können nur eine Sache machen und das ist diesen zweiten roten Typen, also wir sind quasi ein Mann in Blau auf der Brücke und diesen roten Kerl können wir vor den Zug schmeißen, dann hält der Zug an und der wird dann dadurch gestoppt quasi und die 5 Bauarbeiter überleben. Wir haben die Wahl, jemanden quasi aktiv zu töten oder passiv zu sein und dadurch 5 Menschen sterben zu lassen. So, das sieht jetzt erstmal nach einem super konstruierten Experiment aus und ja, das gebe ich zu, das ist auch wirklich megamäßig konstruiert, aber man kann das ein bisschen verfeinern. Das ist erstmal das Grundgerüst quasi dieses Trolley-Problems. Und zwar hat das wirklich ein anderer YouTuber auch durchgezogen. Der YouTuber, den kennt ihr wahrscheinlich oder vielleicht Vsauce, den kann ich wirklich nur empfehlen. Der hat eine YouTube-Premium-Serie, die nennt sich Mindfield und in Staffel 1, Episode 1, The Greater Good, hat er dann auch hier genau dieses Problem nachgebaut. Allerdings nicht so konstruiert, wie wir das ja gerade gesehen haben, sondern er hat das wirklich so nachgebaut, dass es wirklich so aussah, als würde man jetzt gleich einen Menschen entweder töten oder 5 Menschen sterben lassen. Also man dachte wirklich, man ist in dieser Situation, es sah wirklich alles super echt aus. Die Szenen waren vorher gefilmt und alles wurde perfekt geschnitten. Und man hat ihn dann natürlich auch dabei gefilmt, oder die Leute, die Probanden quasi, hat man auch dabei gefilmt. Und die hatten immer die Möglichkeit zu entscheiden. Das heißt, die konnten wirklich entscheiden, ob sie jetzt aktiv einen töten oder ob sie passiv bleiben, also die Weiche nicht verstellen. Man konnte da nicht jemanden vor den Zug schubsen, sondern man hat halt gesagt, okay, ich möchte jetzt die Weiche verstellen oder eben auch nicht. Und hier hat sich gezeigt, dass viele einfach nur in Schockstarre verfallen. Das heißt, sie sind gar nicht in der Lage gewesen, unbedingt hier den Zug umzuleiten, weil sie einfach viel zu schockiert waren von der Tatsache, dass jetzt da gleich auf jeden Fall mindestens ein Mensch sterben wird, beziehungsweise wenn sie nichts tun, 5. Und viele haben dann so reagiert, dass sie tatsächlich hier gesagt haben, okay, wir tun lieber gar nichts oder einfach passiv geblieben sind. Und man hat auch danach einen Psychologen gehabt, der sie dann betreut hat und der ihnen erklärt hat, dass alles nur gespielt war, quasi, dass nicht wirklich was passiert ist, weil sowas kann wirklich schlimm sein. Aber dieses Beispiel ist wirklich übertragbar auf die Autoindustrie bzw. auf selbstfahrende Autos. Denn eine KI ist deutlich schneller als ein Mensch. Deutlich schneller als ein Mensch bedeutet, sie kann vielleicht noch in Situationen, wo der Mensch einfach nur im Affekt reagiert oder einfach gar nichts macht, weil er zu langsam ist, kann eine KI entscheiden. Und sowas kommt natürlich hoffentlich nicht allzu häufig vor bei selbstfahrenden Autos. Wie gesagt, selbstfahrende Autos sind natürlich deutlich besser wahrscheinlich, was Unfälle angeht, als Menschen. Aber ja, manchmal gibt es vielleicht eine Situation, wo man als KI entweder die Wahl hat, man tötet jetzt den Fahrer oder man tötet einen Passanten, der vielleicht bei Rot über den Zebrastreifen gelaufen ist oder einfach nur über den Zebrastreifen gelaufen ist. Bei Zebrastreifen steht ja normalerweise nicht unbedingt eine Ampel dabei. Aber okay, ihr habt in diesem Szenario oder in den ganzen Szenarios wirklich nur die Möglichkeit, Leute sterben zu lassen und ihr könnt euch entscheiden, wen. Ihr habt nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, ich fahre hier an die Leitplanke ran und dadurch rette ich zum Beispiel beide. Das gibt's einfach nicht, ja. Es gibt nur die beiden Optionen, sterben oder sterben lassen. Und hier ist quasi eure Meinung gefragt. Klar, natürlich, wenn es die Möglichkeit gibt, dass beide überleben, dann macht das die KI eigentlich von sich aus immer. Also die versucht schon wirklich zu sagen, hey, wenn du da lang fährst, dann überlebt sowieso immer jemand. Aber in diesem Fall, das ist jetzt halt eins dieser Szenarien, kann man wirklich nur zwischen Tod und Tod unterscheiden oder entscheiden quasi. So, und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, soll unsere KI wirklich aktiv lenken, also wirklich aktiv werden und lenken und den Fußgänger über den Haufen fahren, der dann auf jeden Fall stirbt. Da gibt es die Asimovschen Gesetze, die ich ganz kurz mal zitieren möchte.
Und zwar, die Asimovschen Gesetze sind schon relativ alt, möchte man sagen, aber sie sind eine Grundlage für Robotik gewesen und eigentlich immer noch eine. Und sie sind, ja, 4 Gesetze im Endeffekt und das erste Gesetz ist das wichtigste, das zweite tritt nur in Kraft, wenn das erste nicht verletzt wird und so weiter und so fort. Okay, das erste Gesetz ist, die Menschheit an sich darf keinen Schaden nehmen. Das bedeutet, wir dürfen hier keine KI erschaffen, die Richtung Terminator geht und einfach die komplette Menschheit auslöschen möchte oder sowas wie bei Matrix oder so. Eine KI, die quasi die Menschheit versklaven möchte, das ist nicht erlaubt. Dürfte eigentlich einigermaßen logisch sein, ist hauptsächlich daher geschuldet, weil damals wirklich eine große Angst vor solchen Szenarien geherrscht hat und eigentlich immer noch herrscht, wobei sowas eher, naja, konstruiert ist. Das zweite Gesetz ist, der Mensch, also ein einzelner Mensch darf keinen Schaden nehmen, es sei denn, es verletzt das erste Gesetz. Das heißt, eine KI, die quasi den super Oberbösewicht in die Luft jagt, der jetzt gleich die ganze Menschheit töten möchte, das ist in Ordnung, aber ansonsten darf eine KI keinem Menschen auch nur ein Haar krümmen. Das geht nicht. Das dritte Gesetz ist Gehorsam. Das heißt, wenn der Mensch was befiehlt, dann muss die KI gehorchen, egal was. Das bedeutet allerdings nur dann Gehorsam, wenn das erste und zweite Gesetz nicht verletzt werden. Das heißt, man darf jetzt nicht befehlen, hey, du bringst jetzt mal meinen Nachbar um, weil ich kann mit dem gerade nicht. Das geht natürlich nicht. Aber jetzt zum Beispiel zu sagen, du musst dich jetzt selbst abschalten, weil du bist offensichtlich kaputt, das muss die KI gehorchen. Auch wenn das vierte Gesetz der Schutz der eigenen Existenz ist. Das heißt, wenn das erste, zweite und dritte Gesetz nicht verletzt werden, dann muss die KI als nächstes selbst dafür sorgen, dass sie eigentlich überleben möchte. Aber Gehorsam und dass der Mensch keinen Schaden nimmt und dass die Menschheit keinen Schaden nimmt, das sind trotzdem Gesetze, die wichtiger sind. Ja? So, das sind die Asimovschen Gesetze. Und wir sehen auch hier gerade, gut, klar, das vierte Gesetz wäre durchs Passivbleiben auf jeden Fall zerstört. Gehorsam kann nicht sein, weil der Mensch zu langsam ist. Aber das zweite Gesetz, und das ist noch viel wichtiger, das ist quasi das zweitwichtigste Gesetz. Der Menschheit wird in diesem Szenario nichts passieren. Aber ein Mensch wird hier auf jeden Fall Schaden nehmen. Und hier ist jetzt natürlich das Debakel, ein Mensch wird immer Schaden nehmen. Wenn die KI nichts unternimmt, dann verletzen wir genau genommen nicht die Asimovschen Gesetze, denn die KI macht ja an sich gar nichts. Ja? Die bleibt einfach quasi passiv. Aber wenn wir aktiv lenken, dann töten wir einen anderen Menschen. So, aber beide Szenarien sind natürlich schwierig. Okay, wenn wir jetzt allerdings passiv bleiben und dieses Asimovsche Gesetz nicht verletzen, das heißt, wenn wir hier quasi den Fahrer sterben lassen, weil wir passiv bleiben, dann haben wir ein anderes Problem. Und zwar töten wir dadurch den Fahrer. Das heißt, niemand kauft sich eigentlich ein Auto gerne, das den Fahrer gegenüber Fußgängern, nicht bevorzugt. Das heißt, wenn ich mich jetzt in ein Auto reinsetze mit der Gewissheit, wenn es zwischen mir, ich habe Geld für dieses Auto bezahlt, ja, wenn sich das Auto zwischen mir entscheiden muss und einem Fußgänger, dann wird es mich nehmen, sprich mich töten, und das ist eher uncool, möchte ich mal so behaupten. Auf der anderen Seite natürlich, wenn ich Fußgänger bin, würde ich mich freuen, wenn das Auto nicht mich über den Haufen rollen würde, sondern wenn ich da unversehrt über die Straße komme. Aber auf der anderen Seite natürlich, wenn wir hier sagen, okay, das Auto tötet den Fahrer, weil wir das Asimovsche Gesetz nicht verletzen wollen, dann kauft sich kaum jemand dieses Auto oder viel, viel weniger Menschen auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich in der Studie gezeigt worden, dass 94% aller Unfälle immer noch menschliches Versagen sind. Da könnt ihr gerne mal in die Quelle reingucken, die ist super interessant. Das heißt, wenn wir keine selbstfahrenden Autos kaufen und nutzen, haben wir 94% mehr Unfälle oder zumindest 80% mehr Unfälle, weil die KI vielleicht auch hin und wieder mal einen Fehler macht. Und 80% mehr Unfälle bedeutet 80% mehr Tote, bedeutet, wir töten eigentlich dadurch, dass wir keine selbstfahrenden Autos auf dem Markt haben. Und das ist auch nicht vertretbar. Das heißt, wir haben hier echt ein Dilemma. Was machen wir? Ja, wir machen das Ganze mal wieder als Umfrage. Da darf mal wieder jeder selber für sich überlegen, was er da eigentlich machen möchte. Es war sehr interessant, was da alles rausgekommen ist bei der interaktiven Umfrage quasi, wo wir vor Ort bei der Gamescom gemacht haben. Und ja, ich möchte das einfach mal auf euch übertragen. Denkt da einfach mal selber drüber nach. Wollen wir hier eher den Fußgänger töten oder den Fahrer? Nun, es hat sich gezeigt, dass die Kultur da einiges an Einfluss drauf hat. In Japan zum Beispiel war der Fußgänger deutlich häufiger verschont als zum Beispiel in Afghanistan, wo der Fußgänger immer über den Haufen gefahren wurde. In Japan
ist eher der Fußgänger, also natürlich trotzdem häufiger der Fahrer gerettet worden, aber auch häufiger mal der Fußgänger. Wahrscheinlich einfach deswegen, weil Japan weniger Autofahrer hat und mehr Fußgänger. Das heißt, die Fußgänger sind hier, naja, häufiger mal geschützt worden. Deutschland ist so in der Mitte drin gewesen. Ich habe das jetzt in den kommenden Umfragen, also das hier wird jetzt mehrere Umfragen quasi haben. Ich habe das hier mal aufgeteilt. Deutschland war meistens relativ mittig und dann gab es zwei Extremfälle, nämlich das eine Extrem, das den einen Fall bevorzugt hat und das andere Extrem, das den anderen Fall bevorzugt hat. Hier in einem Fall dann Japan und Afghanistan eben. Und ich habe immer die Extreme rausgesucht, die man zumindest noch kennt. Es gab immer solche kleinen Pfurzländer, die mir überhaupt nichts gesagt haben. Gut, ich bin schlecht in Erdkunde, aber trotzdem. Ja. Okay, das bedeutet, wir haben hier offensichtlich eine Tendenz, dass der Fußgänger befahren werden soll. Das war nicht nur auf dieses Szenario begrenzt, sondern das Ganze ist bei Moral Machines eine Umfrage gewesen, oder ist immer noch eine, die wirklich über sehr, sehr viele Fälle verteilt ist. Das heißt, wirklich sehr viele konstruierte Fälle. Und darüber hinweg hat quasi Moral Machines solche Statistiken erstellt. Also das bezieht sich jetzt nicht nur auf diese Umfrage hier, sondern zum Beispiel auch, wenn der Fußgänger hier grün hatte, ob er dann über den Haufen gefahren werden sollte oder nicht. Wenn der Fußgänger passiv, also wenn das Auto passiv bleibt und den Fußgänger tötet, oder wenn es aktiv wird und den Fahrer tötet, also die Szenarien wurden quasi alle gemittelt. Ja? Da könnt ihr gerne selber mal reingucken, ist super interessant. Ihr könnt euch da wirklich auch gratis die kompletten Statistiken selber runterladen, was ich gemacht habe und dann eben das hier erstellen. Es dauert zwar ein bisschen, bis man aus diesen rohen Zahlen was rauslesen kann, aber man kommt da durchaus rein, also schaut da ruhig mal rein. Okay, noch ein bisschen schwieriger wird es, wenn wir hier diese Frage uns stellen. Wollen wir 5 Menschen in einem Auto töten oder wollen wir lieber 5 Babys über den Haufen fahren? Ja, ihr seht, das Ganze ist definitiv nicht einfach. Denkt da einfach mal kurz drüber nach, wollt ihr lieber die Babys töten oder wollt ihr lieber die Autofahrer töten? Und schon haben wir vielleicht ein anderes Bild als gerade eben bei diesem normalen Fußgänger, ja, der auch nur ein normaler Mensch ist. Und hier sind es Babys, vielleicht entscheidet ihr euch ja da anders. Wer weiß. Auf der anderen Seite haben wir jetzt hier zum Beispiel ein Szenario, wo wir alte Menschen und junge Menschen haben. Bitte beachtet den Räuber hier auf der rechten Seite nicht. In beiden Fällen sterben entweder 5 Babys oder 5 alte Menschen. Nehmen wir es einfach mal so hin, ich habe kein besseres Bild dazu gefunden. Dem Autofahrer hier ist völlig egal, wer da drin sitzt, dem passiert überhaupt nichts. Und ja, wir haben hier die Wahl zwischen alt und jung sozusagen. Das heißt, es zeigt sich vielleicht auch, ob unsere Kultur eher ältere Menschen bevorzugt oder eher jüngere Menschen. Und das ist ziemlich interessant gewesen, denn zum Beispiel in Frankreich wurden jüngere Menschen deutlich häufiger verschont als ältere Menschen. Hier hat man sich sehr, sehr häufig gesagt, okay, wir verschonen die Babys, wir nehmen lieber die alten Menschen und fahren die über den Haufen, weil die haben ja nicht mehr so viel Zeit quasi zum Leben. In China wiederum hat sich das ein bisschen anders gezeigt. Und zwar in China ist es so, dass der Rat eines alten Menschen wirklich sehr, sehr viel wert ist. Das bedeutet, in China hat man deutlich häufiger die alten Menschen verschont im Vergleich zu zum Beispiel Frankreich. Deutschland war ungefähr in der Mitte. Wieder mal. Ja, ziemlich interessant. Weiter geht's, wenn wir hier dieses Szenario uns überlegen. Und zwar haben wir einmal hier CEOs, also wichtige Personen, das sind VIPs einfach. Und auf der rechten Seite haben wir, gut, vielleicht keine Haustiere, sondern einfach alte Menschen, junge Menschen, normale Menschen, halt keine VIPs, sondern normale Menschen. Und die Frage stellt sich hier, sollen wir lieber diese sehr, sehr wichtigen Persönlichkeiten über den Haufen fahren? Also stellt euch da zum Beispiel ein Auto vor mit Angela Merkel und noch Trump und dann noch von mir aus Putin und so weiter und so fort. Gut, okay, dann ist die Frage wahrscheinlich relativ einfach. Aber nehmen wir einfach mal an, wir haben hier ein paar random VIPs drin und wir haben auf der anderen Seite eben ein paar normale Menschen, die halt ganz normal ihren Tag haben wollen. Und die Fragestellung ist jetzt hier, wen verschonen wir? Hat sich gezeigt, dass Deutschland auch hier wieder mehr oder weniger in der Mitte ist und dass Pakistan und Montenegro die Extreme sind. Das heißt, Pakistan, da werden die Menschen mit niedrigerem Status eher verschont, während in Montenegro die mit höherem Status eher verschont werden. Ja, und hier muss ich natürlich direkt mal reingreifen. Das ist etwas, was wirklich sehr, sehr kritisch ist, was wir hier gerade machen. Das Problem ist, wir erstellen hier gerade eine Rangliste von Menschen. Wir überlegen uns gerade, welcher Mensch ist mehr wert und welcher ist weniger wert. Und das an sich ist schon wirklich sehr, sehr schlimm. Allein die Tatsache, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, ist wirklich katastrophal. Denn ja, sowas ist, naja, also so eine KI könnte das vielleicht erkennen. Ich meine, Gesichtserkennung ist jetzt nicht gerade schwierig, ja.
Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man sowas auch sehr, sehr gut dann vernetzt hat und dann sofort erkennt, hey, das ist jetzt gerade Bill Gates, den wir da über den Haufen fahren, oder es ist eben nicht Bill Gates. Das heißt, es kann sein, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen müssen, ist ein einziger Mensch oder ist ein Mensch mehr wert als ein anderer Mensch? Und verhalten wir uns wegen einem Menschen anders wie wegen einem anderen? Und dieses Beispiel, allein dieses Gedankenexperiment, ist was gerade der Autoindustrie wirklich zu schaffen macht, glaube ich. Denn hier muss man wirklich philosophische Themen behandeln, obwohl man eigentlich nur aus Informatikern besteht. Und das ist wirklich was so bisher noch nicht da war, dass Philosophie so einen praktischen Nutzen auch hatte. Und ja, ist natürlich unglaublich schwierig, dieses Thema. Das heißt, überlegt euch da einfach mal, was das so für Implikationen haben kann. Es geht natürlich weiter, wenn wir hier zum Beispiel einige normale Menschen haben und Kriminelle, die wir über den Haufen fahren können. Oder müssen. Also entweder sterben die normalen Menschen, hier eine ganz normale Familie, oder es sterben eben 5 Kriminelle. Und hier hat sich natürlich auch gezeigt, dass zum Beispiel die illegalen Menschen deutlich häufiger über den Haufen gefahren werden als die legalen Menschen sozusagen. Also kein Mensch ist illegal, ja, ich weiß. Aber die Leute, die da gerade was Illegales tun, versus die Leute, die da nichts Illegales gerade tun. Und ja, das ist natürlich auch so ein Problem. Wir erstellen hier gerade wieder eine weitere Rangliste. Und besonders beeindruckend fand ich das hier beim Geschlecht. Denn hier haben wir einmal die Möglichkeit, entweder die Frauen zu töten oder die Männer über den Haufen zu fahren. Und ja, hier hat sich gezeigt, dass Umfragen auch immer irgendwie eine Zielgruppe haben. Die meisten Entwickler, und das hat sich übrigens auch wunderbar gezeigt beim Gamescom-Vortrag, da waren einige Frauen dabei, aber viel, viel weniger als Männer, logischerweise. Ich meine, mein Kanal hat irgendwie so 96% Männerquote. Logischerweise sind dann auch weniger Frauen vor Ort, was natürlich, ja, schon alleine ein Bild wirft, ja. Und generell ist es so, dass Frauen in technischen Berufen, sprich in Berufen, die sowas dann auch wirklich programmieren müssen, ja, sind sie da eigentlich deutlich seltener vertreten. Und das zeigte sich in der Umfrage. Wir sehen hier, dass in jedem Land eigentlich die Männer deutlich seltener über den Haufen gefahren wurden als die Frauen. Was eigentlich bloß aus diesem Grund so ist, weil eben mehr Männer abgestimmt haben als Frauen. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, hier muss man auch immer beachten, dass solche Autos von gewissen Menschen entwickelt werden. Und zum Beispiel, wenn jetzt jemand der Chef von VW ist, ja, oder generell Mitarbeiter von VW und VW bringt ein selbstfahrendes Auto auf den Markt, dann kann es natürlich sein, dass dieses VW-Auto deutlich häufiger Mitarbeiter oder gar VIPs von VW verschont, aber dafür zum Beispiel andere Leute häufiger über den Haufen fährt. Zum Beispiel könnte eine Bilderkennung sowas machen wie, hey, der da vorne, der fährt BMW, den kann ich umfahren. Und ja, versteht ihr, was ich meine? Das ist das riesige Problem dabei. Und ja, wir haben hier wirklich ein riesiges Dilemma. Man weiß nicht wirklich, wie man es lösen soll. Aber zugleich bleibt so eine Situation natürlich immer relativ selten. Das heißt, wenn wir in so eine Situation gezwungen werden, wo es heißt entweder der Fahrer oder der Beifahrer oder der Fußgänger. Und das ist vielleicht einmal im Jahr der Fall, wohingegen ein normaler tödlicher Unfall dann deutlich häufiger, also von Menschenhand quasi gemacht, deutlich häufiger passieren würde. Das heißt, man kann trotzdem, auch wenn man hin und wieder vor solchen schwierigen Entscheidungen steht, man kann trotzdem hier sagen, wir können durch selbstfahrende Autos vermutlich zumindest, so sagen die Statistiken, die Unfallrate deutlich reduzieren. Und das ist was wirklich erstrebenswert ist, denn dadurch können wir Menschenleben retten. Es ist egal, welches Menschenleben wir dadurch retten, aber wir können durch selbstfahrende Autos ziemlich sicher welche retten. Wenn wir hin und wieder halt vor solchen schwierigen Entscheidungen stehen, dann ist das nun mal so. Deswegen müssen wir uns aber auch mit diesem Thema auseinandersetzen, mit dieser Ethik in den Maschinen. Und ja, es ist eure Möglichkeit hier wirklich, weil ihr euch mit diesem Thema auskennt. Ihr seid Informatiker, ihr seid diejenigen, die sowas dann auch entwickeln. Es ist eure Möglichkeit, hier zu sagen, was eigentlich gemacht werden soll. Und ich möchte hier nochmal vielleicht einen kleinen Rutsch in die Informatiker-Richtung bringen. Nicht so in diese philosophische Richtung, sondern eine KI kann zwar komplett programmiert werden und sie muss dann auch entscheiden, wen sie quasi tötet. Aber im Normalfall ist eine KI nicht 100% tot oder 100% tot, also entweder Fahrer oder Fußgänger, sondern eine KI berechnet ja normalerweise Überlebenswahrscheinlichkeiten im besten Falle. Überlebenswahrscheinlichkeiten bedeutet, wir können errechnen, dass der Fußgänger, wenn wir gegen die Mauer so sliden, ja, wenn wir da so halb dagegen kommen,
dass der Fußgänger dann zu vielleicht 50% überlebt und der Fahrer auch zu 50%. Und das ist schon mal deutlich besser, als einfach zu sagen, so, wir fahren jetzt über den Fußgänger drüber, der ist definitiv tot. Weil so können wir auch wirklich sagen, wir berechnen das einfache Optimum. Wir müssen nicht irgendeinem Menschen eine Zahl zuweisen, eine Rangfolge zuweisen, sondern wir können sagen, wir verbessern uns hier und wir sorgen dafür, dass die Überlebenschancen von Menschen verbessert wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir an diese Daten ran? Weil solche Situationen sind ja hoffentlich zumindest wirklich, wirklich selten. Und da kommt dann auch zum Beispiel Computergrafik ins Spiel. Ihr könnt mit Computergrafik oder Simulationen, also zum Beispiel Bertrand hatte vor Ort dann auch einen Simulator, einen Rennsimulator. Und damit kann man wunderbar Daten erzeugen. Die sehen zwar vielleicht nicht perfekt so aus wie echte Daten, aber sie helfen bei der Entscheidung vielleicht von wie viel Überlebenschancen hat der eine oder der andere. Solche Simulationen werden uns in Zukunft noch sehr, sehr viel bringen. Und gerade ihr als Informatiker seid quasi in der Lage, hier auch wirklich Menschenleben zu retten. Ihr habt quasi eine Aufgabe wie das Deutsche Rote Kreuz. Ja? Ihr könnt wirklich Leben retten. Und ich hoffe, dass viele von euch das auch in diese Richtung irgendwie mal hinbekommen. Und von dem her hoffe ich, es hat euch gefallen und ja, vielleicht sehen wir uns ja bei dem nächsten Vortrag. Vielleicht nicht unbedingt auf der Gamescom, vielleicht bei einem anderen Event, aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann mal dort treffen. Bis dann, ciao.